Happy Model Moblite 7, ein 19 Gramm 75 mm Whoop, geflogen mit der Jumper T-Lite und der HDO2-Brille. Man bekommt eine Aufbewahrungsbox mit einem Ersatzframe, ein weiterer Satz grauer Propeller und ein zweiter Akku ist im Lieferumfang dabei. Vorne steckt die kleine und super leichte Runcam Nano 3 Kamera, leider schon mit der neuen Linse, die nicht so weitwinklig ist wie die aus der ersten Serie. Das Beste an dem Whoop ist der neue Diamond F4 All-in-One Flugcontroller, der einen sehr guten Videoempfänger von 25 bis 200 mW hat. Außerdem ist der Onboard FrSky-Empfänger richtig gut, mit sehr guten Reichweite und einer abnehmbaren Antenne. Dann die neuen 0802 Motoren sind aus einer Motorglocke hergestellt, super leicht und drehen total gut, mit wenig Stromverbrauch. Gerade die besten Motoren auf dem Markt. Die grünen 2-Blatt-Propeller sehen im Vergleich zu 3-Blatt-Propellern langweilig aus, sind aber perfekt für die schnell drehenden Motoren mit 19.000 kV. Und vor allem sind die Gemfen 40 mm große Propeller sehr leicht. Unten steckt der schwere 1S-Akku mit 650 mAh, der für ca. 9 Minuten Flugzeit ausreicht. Natürlich nicht mit Vollgas, aber beim langsamen Fliegen erreicht man immer 9 Minuten Flugzeit. Aber was ist mit der Kameraneigung? Die kann man zwar verstellen, aber hier wackelt so alles. Und die von mir eingestellte Kameraneigung verstellt sich ständig. Eigentlich eine totale Katastrophe. Also keine Ahnung, wie ich die Kamera mit größerem Winkel einstellen soll. Dann ist oben kein Schutz da, somit liegt die Videoantenne frei in der Luft. Stürzt man hier einmal auf den Kopf, dann ist bestimmt bald die Antenne ab und das F4-Board zerstört. Man muss nur einmal auf einem harten Boden knallen, dann geht garantiert was kaputt. Die FrSky-Empfängerantenne ist hier abnehmbar und super lang. Ist aber nirgends befestigt, somit ein perfektes Fressen für die Propeller. Das FC-Board sitzt zwar fest, ist aber locker 5 mm höher montiert, als man es von einem Whoop kennt, weil hier das Frame nicht so richtig passt. Würde man das Board tiefer montieren, dann würde der Akku nicht mehr reinpassen, weil der USB-Stecker stört. Irgendwie nicht ganz durchgedacht. Aber das Erfreuliche ist das Leichtgewicht von unter 20 Gramm und das bei einem 75 mm Whoop. Das ist genial. Zwar wiegt der mit einem 650 mAh Akku schon über 35 Gramm, aber der fliegt tatsächlich locker die 9 Minuten. Und das macht richtig Laune, mit zwei solchen Akkus insgesamt 18 Minuten Flugzeit zu haben. Und der Moblite 7 ist nicht langsam, sondern richtig schnell unterwegs. Ich hatte natürlich Glück mit dem Wetter heute, Sonne und kein Wind. Und so hatte ich richtig Spaß mit dem Moblite 7. Außerdem bin ich momentan total von der Jumper T-Lite begeistert. Die ist so leicht, dass meine Hände nicht verkrampfen und ich richtig gut mit der Jumper T-Lite fliegen kann. Außerdem könnte ich die T-Lite mit Crossfire oder sogar mit FrSky R9M alten, günstigen Modul fliegen, der mit Express LRS Firmware richtig weit zieht. Aber zurück zu Moblite 7. Ich bin irgendwie überrascht. Der Whoop fliegt richtig gut, obwohl der beim ersten Betrachten so wackelig und instabil aussah. Mir gefällt der 75 mm Whoop so wie der ist. Mit den Originaleinstellungen von Happy Model, mit dem alten Betaflight 357 ohne RPM-Filterung, aber immerhin mit BL-Heli M, mit 48K Firmware. Zwar mag ich die Runcam Nano 3 nicht besonders, weil diese bei zu wenig Licht zu viele dunkle Bereiche zeigt, aber so wie heute bei Sonnenlicht ist das Bild echt perfekt. Und ich wundere mich über den Videoempfänger. Der läuft mit 25 mW und ich habe keine Störung, egal wo ich lang fliege. Ich bin von dem Diamond F4 Board richtig beeindruckt. Sogar der Onboard FrSky D8 Empfänger läuft 1000-mal besser als auf allen anderen Crazy Bee F4 Boards. Also das Diamond F4 All-in-One Board ist das Beste an dem Moblite 7.
Und natürlich die super kleinen und leichten Motoren. Da kenne ich bisher keine besseren 0802 1S-Motoren. Also wer gerne schnell und gut fliegt, der sollte sich unbedingt den Moblite 7 zulegen. Und wer mit dem Fliegen angefangen hat, sollte vielleicht hier eine Kamerahaube dazu kaufen. Die Happy Model Crux 3 Kamerahaube passt hier perfekt. Ist kaum schwerer und schützt das F4-Boot perfekt bei jedem Sturz. Übrigens hier, das ist Moblite 6, bei dem ich einfach die Crux 3 Kamerahaube montiert habe. So ist der Moblite 6 perfekter Indoor 65 mm Wub, der auch die gleichen Motoren und das gleiche Diamond F4 Board mit der Runcam Nano 3 Kamera hat. Viel Spaß beim Fliegen!